Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu Python Version 3.10. Diese Features, die wir heute betrachten, sind auch Version 3.10. Das heißt, wenn ihr eine alte Version habt, könnt ihr die natürlich nicht benutzen. Ich habe ja schon mal so einen groben Patch Notes Rundown quasi gemacht mit euch und wir haben uns ja schon mal alles so ein bisschen angeguckt, was Relevanz hatte. Aber eine wichtige Sache haben wir nicht gemacht, und zwar das Pattern Matching. Dazu wollte ich ein separates Video machen. Das heißt, ihr könnt hier... Erstmal sieht es aus nach einem Switch Case, okay? Also lasst euch nicht irritieren. So wäre das ein ganz normales Switch Case, das ihr vielleicht aus Java oder anderen Sprachen kennt. Es heißt in Python Match Case und es gibt keinen Default Case. Ich habe das hier schon mal vorbereitet, das ist wirklich der allereinfachste Fall und wir werden noch sehr viel komplexere Fälle machen, keine Sorge. Also, ihr habt keinen Default Case erstmal, das heißt, ihr habt erstmal natürlich, wir gucken, was ist Zahl? Ist Zahl 42, machen wir das. Das ist quasi wie ein if. Ist Zahl 84, machen wir das. Ist Zahl 1337, machen wir das. Und ist Zahl sonst irgendwas, also blank, matcht einfach alles, dann haben wir hier den Rest drin. Okay, jetzt ist allerdings natürlich die Sache, das ist wirklich nur der allereinfachste Fall und den kennt ihr quasi schon durch ifs. Weil, ja, if-Abfragen sind im Endeffekt alle, ihr könnt quasi alles dadurch ersetzen, aber es sieht teilweise halt schöner aus, wenn man so einen Match-Case hat. Jetzt ist aber der Punkt, wir können das auch mit sehr viel komplexeren Datentypen machen und das fangen wir mal ganz kurz mit Tupeln an. Wir können hier hergehen und zum Beispiel sagen, ey, unser Typ ist ein Tupel mit 84,0. Ja, das sind zum Beispiel zweidimensionale Koordinaten. Jetzt könnt ihr das ganze Ding hier matchen. Und zwar könnt ihr sagen, wir haben hier 42,x. Oder fangen wir mit 42,0 an. Fangen wir mit 42,0 an. So, das würde genau unseren Punkt ja, matchen sozusagen. Aber achtet darauf, wir können auch noch die ganzen anderen Dinge drin stehen lassen. Das gibt uns keinen Fehler oder sowas. Das heißt, wir bekommen hier tatsächlich den oberen Fall, weil wir natürlich genau diesen Fall matchen. Wir haben ein Tupel mit erster Koordinate 42, zweiter Koordinate 0. Hätten wir jetzt aber 84 hier drin, würde das Ganze natürlich das hier ausgeben, der Rest. Denn es ist völlig egal, was für einen Typ eure Zahl hat. Ihr könnt da alles mit reinbringen. Ihr könnt einen Case None haben, ihr könnt einen Case mit einem Int haben, ihr könnt einen Case mit einem Tupel haben oder ihr könnt halt irgendwas anderes haben, was ihr hier nicht definiert habt. Ihr könnt aber auch hergehen und sagen, ey yo, ups, das wollte ich nicht. Vielleicht haben wir ja nicht mal unbedingt eine feste Koordinate. Vielleicht brauchen wir ja nur eine Koordinate, die gematcht wird. In unserem Fall 84, sagen wir mal x, ja. Y in dem Fall wäre vielleicht sinnvoller. Und in dem Fall wissen wir eigentlich nur, was unsere x-Koordinate ist. Die muss nämlich 84 sein. Und dann können wir hier sagen, ja, was unsere x-Koordinate ist, wissen wir ja. Das wäre 84, das müssen wir nicht angeben. Aber wir können sagen, y ist gleich, und dann machen wir hier einfach einen Format-String, wie gesagt, rein. Und wir packen hier unser y rein. Das geht auch. Dann habt ihr hier im Endeffekt y gleich 0 als Ausgabe. Denn ihr habt ja hier als Pattern 84, irgendeine Variable. Und ihr könnt euch diese irgendeine Variable da reinspeichern. So, jetzt machen wir nochmal ein ganz kleines anderes Beispiel, was man vielleicht auch denken könnte, was vielleicht funktioniert. Und zwar sagen wir jetzt hier nicht der Rest, sondern wir printen uns einfach Z aus. Achtung, wir matchen gerade hier super gut rein. Und wenn wir hier 84,42 machen, matchen wir da immer noch rein. Weil, naja, y ist eine Variable. Wir packen einfach diese 42 und matchen sie auf das y. Das funktioniert immer. Wenn wir jetzt hier allerdings eine 85 reinpacken, dann matchen wir hier nicht mehr, weil wir hier natürlich 84,42 brauchen oder 84, irgendwas. Wir matchen aber trotzdem dieses Z hier unten, weil Z ist eine Variable. Z kann alles annehmen. Und deswegen wird hier auch die 85,42 ausgegeben. Das heißt, alles, was jetzt aktuell nicht funktioniert, das fällt in das Z rein und ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Ihr könnt auch einfach sagen, jo, ist mir egal, was das Ding ist. Das ist im Endeffekt die Essenz von Bodenstrich. Und wir machen irgendwas Unabhängiges von der Variablen, weil wir eh nicht wissen, was es ist. Ihr könnt aber auch die Variable benutzen und sagen, ey, wir printen sie einfach aus. Das geht auch. So, ihr könnt sogar hierher gehen und sagen, wir teilen das Ganze einfach auf in x, y. Ups, x, y, so rum wollte ich das. Und wir printen hier einfach mal einen Format-String zum Beispiel mit x gleich x und y gleich y. Das geht selbstverständlich auch alles. So,
Jetzt muss ich nur noch richtig tippen können, dann geht das natürlich auch. Okay, das heißt, ihr habt hier die Möglichkeit, auch auf die einzelnen Variablen zuzugreifen. Achtet darauf, jetzt haben wir keinen Default-Fall mehr. Also das heißt, wenn wir jetzt hier 0,0 machen, dann haben wir ein Problem. Denn dann passiert einfach gar nichts. Also der Default-Fall ist einfach, macht gar nichts. Wenn ihr hier nicht matcht, dann matcht ihr halt einfach, ja, dann wird das Match einfach übersprungen. Dann passiert halt gar nichts. Deswegen, ich würde euch immer empfehlen, einen Case-Bodenstrich reinzupacken. Default zum Beispiel dann einfach. Oder None zurückgeben oder sonst irgendwas. Das heißt, es muss wirklich richtig matchen hier, ansonsten funktioniert das nicht. Wenn ich jetzt hier allerdings 84,42,0 habe, dann könnte man denken, jo, wir landen jetzt hier in dem Fall hier oben. Wenn wir das laufen lassen, landen wir aber trotzdem im Default-Fall, weil y ist eine Variable. Im Fall von diesem Ding hier habt ihr 2 Variablen noch hier hinten dran, deswegen matcht das nicht. Wenn ihr allerdings, sagen wir mal, ein Tupel in einem Tupel drin habt, dann wäre das, ups, jetzt habe ich debuggt, sorry, und ich habe es gespoilert, toll, dann wäre das natürlich hier trotzdem möglich, weil jetzt ist y halt einfach ein Tupel und kann trotzdem ausgegeben werden. Das heißt, so matcht ihr das Ganze. Ihr könnt das so komplex machen, wie ihr wollt. Python wird das immer verstehen, was ihr hier machen wollt. Ihr könnt, und jetzt gehen wir wirklich ins Next Level rein, ihr könnt das Ding sogar mit Klassen machen. Die Klassen können natürlich irgendwie komplex sein, so wie ihr es haben wollt. Und wir machen hier mal eine Klasse, sagen wir einfach mal Vektor dazu. Ja? Vektoren sind zweidimensional normal, also in unserem Fall sind es jetzt einfach zweidimensional. Ihr könnt aber Vektoren haben, die so groß sind, wie ihr wollt. Und wir sagen jetzt einfach mal x und y dazu. X ist ein Integer und y ist auch ein Integer. So, das als sehr, sehr simples Ding. Und ja, wir können jetzt hier mit Pattern Matching machen. Das funktioniert wunderbar. Was im Endeffekt passiert ist, es vergleicht nicht irgendwelche Instanzen. Also sagen wir mal, ihr habt hier meinen Vektor v ist ein Vektor aus 0, 0. So, ein Standardvektor. Achso, ich habe keinen Konstruktor gebaut, ne? Okay, dann sagen wir hier x gleich 0 und y gleich 0. So sollte das machbar sein. So, ich habe das mal ganz kurz ergänzt, damit ihr nicht so lange warten müsst. Wenn wir jetzt einfach unseren Vektor haben und hier einfach einen Vektor mit x und y haben, dann können wir hier natürlich den Vektor ausgeben und wir sehen, eigentlich ist das ein Objekt an einer bestimmten Speicherstelle. Das ist jetzt allerdings trotzdem irgendwie nutzbar, um Pattern Matching zu machen. Wie? Nun, relativ einfach sogar tatsächlich. Ihr könnt hier annehmen, dass euch Python quasi so ein Ding erstellt und ihr könnt da tatsächlich die Variablen matchen. Das heißt, wir können hier einfach ein Match bauen, und zwar Match v. So, also wir wollen quasi diesen Vektor hier matchen auf verschiedene Cases. In unserem Fall sind die Cases Vektor aus x gleich 0 und y gleich 0. Ich baue das mal kurz fertig. So, und tatsächlich könnt ihr jetzt hier einfach sagen, okay, Vektor mit x gleich 0 und y gleich 0, dann passiert natürlich nichts, also das wäre quasi einfach der Nullvektor, der bewegt sich nicht, dann haben wir hier Stillstand ausgegeben und dann haben wir einmal Case Vektor x gleich 0 und y ist irgendwas, dann bewegen wir uns offensichtlich nur nach oben oder unten, dann haben wir die x-Richtung, aber y ist 0, dann bewegen wir uns nur nach links oder rechts und wir haben Vektor, dann bewegen wir uns irgendwo hin, also irgendwo im Raum, in beide Richtungen, also quasi nach oben oder unten und nach links oder rechts. Oder wir haben sogar noch den Match-Bodenstrich, dann haben wir keinen Vektor hierbei. Und ihr seht, ich habe hier tatsächlich nicht einen neuen Vektor irgendwie bauen müssen, sondern das matcht im Endeffekt die einzelnen Parameter in meinem Vektor drin. Das heißt, ich kann hier sagen, ey, x ist halt gleich 0 und y ist gleich 0. Okay, das ist wirklich ein echter Vektor, mit dem kann ich arbeiten. Und hier überprüfe ich jetzt einfach, wie sind die Variablen. Das heißt, ist x gleich 12 oder was ist das eigentlich? Und in dem Fall ist es natürlich irgendwie 0 beides, das heißt, wir kriegen hier Stillstand. Wenn ich jetzt hier x gleich 0 und 42 mache, kriegen wir hier ab. Wenn ich 42 und, oh, ups, ja, keine Leading Zeros. Da kommen wir übrigens nochmal zu den geilen Fehlermeldungen. Da haben wir hier Both Directions offensichtlich. Und wenn ich hier, keine Ahnung, irgendwas anderes matche, zum Beispiel 42 matche, was ich übrigens auch machen kann, immer wie gesagt, dann habe ich keinen Vektor. Das heißt, hier wird tatsächlich geschaut, was ist eigentlich der Typ davon und was sind die inneren Werte sozusagen von diesem Vektor. Wenn ich jetzt hier allerdings hergehen würde und mir ist egal, was eigentlich mein x-Wert ist, dann kann ich das auch einfach so schreiben.
Und dann kriege ich, ja, ich sollte vielleicht y gleich 0 eintragen, sonst wird das hier nichts. Dann kriege ich halt trotzdem den Wert right raus. Es ist eigentlich nur relevant für die Variablen, die hier drin sind. Das heißt, wenn ihr irgendwie eine Klasse habt mit 100 Variablen oder sowas, es kann ja mal vorkommen, dass man eine sehr, sehr mächtige Klasse hat, dann solltet ihr euch A, über euren Codestil Gedanken machen und B, solltet ihr natürlich hier nicht alles matchen. Ihr müsst nicht sagen, ja, X ist das, Y ist das, Z ist das und so weiter und so fort, sondern ihr könnt hier ganz einfach sagen, yo, wir matchen einfach die für uns relevant sind. Die müssen allerdings, also erstmal die Klasse muss ein Vektor sein und die Variablen, die ich brauche, die sind das hier. Und dann bekommt ihr genau das, was ihr braucht, hier eben zurück. In diesem Fall könnte man sich hier eine Richtungsbemessung super, super leicht zusammenbauen. Noch komplexer kann es trotzdem auch werden. Ich mache jetzt hier unten nochmal einen Vektor rein. Und zwar, dann haben wir nämlich zwei Vektoren, V2. Der bekommt 42, 42 zugewiesen. Und jetzt können wir hier tatsächlich Match und dann eine Liste. Lasst uns erstmal die Liste oben dran bauen. L ist gleich eine Liste aus V und V2. Jetzt haben wir mehrere Vektoren, ja. Wir können das Ding so groß machen, wie wir wollen. Wir können komplette Listen Pattern matchen hiermit. Und wenn wir jetzt das machen, dann sagen wir einfach, okay, wir haben ein Match auf L, also quasi meine Variable, die ich vergleichen möchte, und ich möchte vergleichen. Ist das erstmal eine leere Liste? Dann kann ich hierher gehen und sagen, print leere Liste. Ich kann hergehen und sagen, Case, vielleicht mit einem Vektor drin, zum Beispiel mit einem V oder einfach mit irgendeiner Variablen erstmal drin, sagen wir einfach mal x dazu und einem Vektor, der anstelle zufällig x gleich 42 zeigt. So, wenn das der Fall ist, dann können wir hier sagen, zweiter Vektor x gleich 42. Aber y können wir keine Information daraus ausgeben und so weiter und so fort. Also ihr könnt das Ding hier wirklich so komplex machen, wie ihr wollt. Ihr könnt vollständige Listen matchen. Ihr könnt die einzelnen Elemente bei den Listen matchen. Ihr könnt ja sagen, ich möchte Variablen drin haben und dann möchte ich einen speziellen Vektor drin haben, dann möchte ich nochmal irgendwas drin haben. Ihr könnt das komplett so matchen, wie ihr das braucht. Ihr könnt alles damit reinmachen, ja. Das kann von mir aus hier vorne auch ein Tupel sein. Oder an dritter Stelle kann ein Tupel reinkommen mit y, x. Okay, vielleicht nicht x, sondern x2. Und dann kann an vierter Stelle ein Tupel aus einer Liste kommen, ja. Das könnt ihr alles hier mit matchen. Das ist alles kein Problem. Python kann das tatsächlich und dröselt quasi für euch diese Listen auf und kann für euch diese speziellen Strukturen dann irgendwie matchen. Was ihr natürlich braucht, ist, ihr müsst hier vielleicht sagen, wie das Ganze für euch aussehen soll. Das heißt, ihr müsst hier wissen, okay, was sind für mich die relevanten Fälle, die ich hier abfangen möchte, zum Beispiel in irgendwelchen Error-Fällen oder sowas. Kann man einfach mal ganz kurz hergehen und die Fälle von den Eingaben von einer Liste irgendwie matchen. Und dann kann ich hier sagen, okay, wenn das Ding none ist, dann macht das. Wenn das Ding irgendwie Minuswerte hat, dann ist es halt auch ungültig. Dann throw mir einen anderen Error. Wenn das Ding irgendwie zu groß ist, dann throw mir noch einen anderen Error und so weiter und so fort. Also ihr könnt damit super erstmal Fehlerbehebung machen, weil das Ding halt absolut typunsensitiv ist. Ihr könnt damit aber auch hergehen und wirklich sehr, sehr komplexe Strukturen sozusagen aufbrechen und in die einzelnen Variablen unterteilen, wenn ihr zum Beispiel wisst, wie viele Elemente für euch relevant sind. Ja, so viel dazu. Es gibt sogar noch eine Kleinigkeit, die ich euch noch zusätzlich zeigen möchte, und zwar, wir können hier auch einen Punkt reinbauen, und zwar Case, sagen wir einfach mal, das ist eine Liste mit x, y. Und ja, jetzt haben wir noch eine weitere Bedingung hierbei, das nennt sich guard. Und wir können hier sagen, if x gleich y. Das heißt, das wird nur gematcht, wenn wir x und y hier drin haben und dann aber auch nur, wenn die beide gleich sind. Also schauen wir mal, print x, y. Und ja, aktuell passiert da natürlich nichts, weil wir hier vorne gematcht werden. Wenn wir jetzt allerdings hier v und v reinstecken, dann kommen wir hier rein und... Ach verdammt, bei meinem V habe ich natürlich hier auch 42 als x-Koordinate gesetzt, ne? Ja, natürlich habe ich das als x-Koordinate gesetzt. Dann sagen wir hier einfach mal V gleich 43. Ihr müsst bedenken, die Dinger werden von oben nach unten ausgeführt. Das heißt, wenn das hier matcht und das hier matcht, wird nur dieser Fall hier oben ausgeführt und der Rest wird ignoriert. Deswegen, ja, immer der erste wird gematcht. So, und jetzt sehen wir hier, oh, okay, wir haben hier beides mal dasselbe Element. Cool.
Ja, also dementsprechend wird das hier ausgeführt, weil die beiden sind halt wirklich gleich. Das ist ja zweimal v. Jetzt mache ich mal Folgendes und wir stecken hier mal x gleich 42 und y gleich 0 rein. Dann wären die beiden ja nicht derselbe Vektor, weil wir haben sie ja neu gebaut, aber sie gleichen sich, ja, sie haben dieselben Werte. Und wenn wir das ausführen, kommen wir zu einem Bodenstrich. Das heißt, hier kommt es bei der Klasse wirklich drauf an, dass sie nicht dieselben Werte innen drin haben, sondern dass sie innen drin auch wirklich dieselben Punkte haben oder halt dieselbe, ja, also wirklich dieselbe Referenz im Speicher, dass es wirklich dasselbe Objekt ist. Ihr könnt das Ganze auch wieder aufdröseln, wenn ihr jetzt sagen wollt, ey, yo, wir wollen jetzt wirklich halt Vektoren vergleichen, die dieselben Koordinaten haben, dann geht das auch. In dem Fall wird hier einfach wirklich überprüft, ist das dasselbe Objekt? Liegt es am selben Punkt im Speicher? Ihr könnt aber hergehen und sagen, Vektor von x, y, also dass wir quasi zwei Vektoren mit x gleich x und y gleich y und hier hinten bauen wir uns einen Vektor mit x gleich x2 und y gleich y2, aber wir sagen, dass x gleich x2 ist und y gleich y2. So, jetzt, das soll natürlich ein Doppelgleichheitszeichen sein. Jetzt sagen wir hier, okay, wir wissen, dass das Vektoren sind, jetzt überprüft doch mal bitte die Werte innen drin. Sollen die denn, also wenn die gleich sind, dann mach mal dieses Print XY hier. Und hier sehen wir, XY ist 42,0. Das ist genau das, was hierbei rauskommt. Das heißt, so könnt ihr die Werte innen drin vergleichen. Also wenn ihr hier wirklich Vektoren miteinander vergleicht, Achtung, wenn ihr einfach nur sagt, die Vektoren sollen gleich sein, dann überprüft ihr nur die Referenz, also ob es wirklich dasselbe Objekt ist. Wenn ihr hier die Werte vergleicht, also X und Y zum Beispiel, dann überprüft ihr die Werte innen drin. Das ist eigentlich relativ logisch, weil wir hier wirklich nicht mit Variablen arbeiten auf den Vektorenebene, sondern mit Variablen für die einzelnen Felder im Vektor drin. Ja, es war ein krasses Video und es ist auch mega geil, dass Python sowas hat. Dafür wurde ja bislang immer Scala zum Beispiel mega gelobt, dass die so ein geiles Pattern-Matching haben. Jetzt muss ich sagen, Python hat ein mindestens genauso geiles Pattern-Matching. Ich habe das jetzt ein bisschen rumexperimentiert und man kann damit sehr, sehr viel machen. Dadurch, dass halt Python auch absolut typagnostisch, nicht agnostisch in dem Sinne, aber Typen einfach in diesem Fall komplett ignoriert und dass ihr da alles auf einmal matchen könnt, macht die ganze Sache ziemlich geil. Vor allem kann man damit halt irgendwelche komischen Variablen oder sowas abfangen, die Leute meinen, sie müssen sie an die Funktion übergeben. Und ja, das ist schon mächtig. Also damit kann man sehr, sehr, sehr viel machen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Nein, halt, wir sind ja noch gar nicht am Ende. Sorry, ich habe ja noch einen Punkt vergessen. Es tut mir wahnsinnig leid. Okay, also, nehmen wir jetzt mal noch einen weiteren Fall hier mit zu. Und zwar, sagen wir mal, hier hinten dran haben wir noch 1, 2, 3 und 4 Zahlen, ja. Und wir wollen jetzt eigentlich nur hier vorne haben, dass wir zwei Vektoren haben. Das heißt, Vektor und Vektor, unsere Werte sind uns völlig egal. Und wir wollen danach die Zahlen haben, die dann uns irgendwie, wobei, wisst ihr was, wir machen hier, den wollen wir als y haben, das ist für uns wichtig, den wollen wir weiterverwenden und danach ist uns völlig egal, was kommt. Also am Anfang muss ein Vektor stehen, dann haben wir irgendwas, was wir weiterverwenden wollen, im besten Fall einen Vektor. Und dann haben wir eine beliebige Anzahl an Werten hinten dran. Das heißt, ihr könnt hier sagen, egal wie viel hier hinten dran kommt, eine Liste kann ja beliebig groß sein, egal was da hinten dran ist, die ignorieren wir einfach. Sie sollen aber da sein, also sie sollen akzeptiert werden. Wenn ich nur das hier matche, dann print y, dann sehen wir, dass das Ganze natürlich zu einem Bodenstrich verfällt. Das heißt, der Default Case, der für uns nicht ausreicht. Wir wollen ja hier hinten dran noch die anderen Elemente abfangen. Und das können wir mit Wildcards machen, zum Beispiel einfach Sternchen Rest. Ja? Und Sternchen Rest besagt dann, okay, alles was hinten dran ist, packen wir in die Variable Rest zum Beispiel rein und dann kriegen wir hier tatsächlich den Vektor, der für uns relevant ist. Wir können hier sogar Rest uns ausgeben lassen, sieht dann so aus und dann haben wir sogar eine Liste mit den restlichen Elementen. Ja, das heißt, egal was ihr hier vorne habt, das ist ein Vektor, also das ist auf jeden Fall eine Klasse oder ein Objekt mit der Klasse Vektor. Dann habt ihr ein konkretes Objekt, was ihr als Variable verwendet und dann habt ihr einfach die restliche Liste, die ihr weiter verwenden könnt, die halt hier nur auf Integerwerten basiert. Und das ist natürlich super geil, dass ihr einfach sagen könnt, ey yo, ich will den Rest weiterverwenden. Ihr könnt natürlich auch sagen, ey, der Rest interessiert mich nicht. Das sieht dann ähnlich aus wie bei dem letzten Fall, den wir die ganze Zeit gerade hatten. Einfach ein Sternchen Bodenstrich. Dann sagt ihr einfach, hinten dran ist irgendwas, das will ich nie wieder sehen, ist mir völlig egal, aber
aber es wird trotzdem dieser Vektor hier gematcht und ja, wird dann natürlich auch euch gegeben. Eine weitere Besonderheit sehen wir zum Beispiel auch, wenn wir mit Dictionaries mappen, gerade was dieses Sternchen-Ding angeht. Und zwar, wenn wir mit einem Dictionary mappen, also sagen wir einfach mal, D ist gleich, falsche Klammer, das da, ist ein, sagen wir einfach mal A mit Wert 42 und B mit Wert 1337. Was könnte das anders sein? Okay, und jetzt mappen wir das Ganze, oder matchen wir besser gesagt das Ganze, Match D. Und jetzt können wir hier natürlich hergehen und das Ganze so machen, wie wir es immer machen würden. Wir können hier hergehen und erstmal Case, Case irgendeine Variable x. Ja gut, dann printen wir das einfach mal aus. Ich bleibe jetzt erstmal bei diesem Case. Case print das und Case Bodenstrich printen wir Default. So. Und ja, jetzt wundert euch nicht, wir haben jetzt hier 3 Sachen. Ja, gut. Name Capture X makes remaining patterns unreachable. Das ist interessant, dass es sogar einen Fehler auswirft. Das habe ich bislang gar nicht probiert. Aber ja, mit X werdet ihr quasi halt einfach alles finden. Und damit habt ihr toten Code hier unten mit dem Case Bodenstrich. Aber mit Case Dictionary zum Beispiel könnt ihr natürlich hergehen und zum Beispiel einfach dieses Dictionary hier rausbekommen. Wir haben hier, sagen wir mal, x Doppelpunkt y und a Doppelpunkt b. Ja? Jetzt geben wir einfach mal diese ganzen Variablen aus und sagen hier, wir machen Format String draus. X wird gemappt auf y. Und ja, das reicht mir eigentlich ehrlich gesagt auch schon. So, und hier sehen wir, das funktioniert nicht. Hier, das wird nicht klappen, weil ihr hier die Keys nicht richtig mappen könnt. Ihr könnt aber selbstverständlich hergehen und A auf Y mappen und B auf B mappen. Oder A einfach auf A mappen. Und B auf B mappen. Das würde natürlich gehen. So, dann bekommt ihr hier 42 und 1337. Das geht. Und dann könnt ihr hier einfach nachschauen. Jetzt, wie ist das mit übrigen Sachen? Nun, wenn ich hier einfach hergehe und den Teil rauslasse, habe ich offensichtlich hier unten kein B, was ich ausgeben kann. Aber anders wie bei einer Liste ist völlig egal, was hier hinten dran noch in diesem Dictionary drin steht. Es wird einfach komplett ignoriert. Das heißt, sowas wie ein Sternchen Bodenstrich braucht ihr hier nicht. Ihr habt einfach nur dieses eine Ding halt, diesen einen Key gematcht. Die anderen Keys sind euch in diesem Fall völlig egal. Wenn ihr die anderen Keys aber braucht, als Dictionary zum Beispiel, mit dem ihr irgendwas machen wollt, könnt ihr das machen mit einem Sternchen Rest zum Beispiel auch wieder. Und dann printen wir uns hier doch einfach mal unseren Rest aus. So, das Problem hierbei ist jetzt allerdings folgendes. Naja, das ist Invalid Syntax. Das heißt, was ihr hier braucht, ist ein Sternchen-Rest. Und dann seht ihr hier, also erstmal, das A wird gepattern-matched und ihr bekommt den Wert A, also der ist jetzt dann im Endeffekt die 42. Und der Rest, egal wie viel hier hinten dran kommt, wird euch als Dictionary aus Keys und Values zurückgegeben in eurem Rest drin. Das heißt, wichtig ist hier eben der Unterschied, ihr braucht hier die 2 Sternchen. Hat das mit Python Internals zu tun. Und ja, habe ich auch schon mal in anderen Videos erklärt, werde ich jetzt hier nicht weiter drauf eingehen. Aber im Endeffekt hier zu sagen, wir wollen beides haben oder wir wollen einfach den kompletten Rest haben, das macht ihr mit Sternchen, Sternchen. Was nicht funktioniert, ist Sternchen, Sternchen, Bodenstrich. Das ist sogar verboten. Also klar, natürlich, das hier geht dann auch nicht mehr. Aber wenn ihr Sternchen, Sternchen, Bodenstrich macht, dann würdet ihr versuchen, den Rest zu ignorieren. Das heißt, der Rest ist zwar da, aber ist euch egal. Wie gesagt, das ist der Default, da könnt ihr einfach das schreiben. Und deswegen ist das hier von Python selbst als illegal definiert worden, wenn man das mit dem Bodenstrich machen möchte. Weswegen man es einfach rausgelassen hat. Das heißt, Sternchen, Sternchen, Rest, ja, aber Sternchen, Sternchen, Bodenstrich, nein. Um nochmal auf die komplexeren Sachen zu kommen, gehen wir nochmal ganz kurz hier hoch und, also das war jetzt quasi als Ergänzung hierzu, nehmen wir an, ihr wollt diesen ersten Vektor, ihr wollt sicherstellen, dass es Klasse Vektor ist und ihr wollt ihn später noch weiter benutzen. Wie könnt ihr das mit einer Variablen machen? Also wenn ihr zum Beispiel sagen wollt, ey yo, das Y muss aber auf jeden Fall ein Vektor sein, aber ich will den Vektor als Ganzes haben. Ich will nicht die einzelnen Elemente haben, weil ich zum Beispiel nur die X-Koordinate Pattern matchen möchte. Und die restlichen, die brauche ich aber auch irgendwie und es sind halt viele oder sowas. Das könnt ihr auch machen, indem ihr hier zum Beispiel einfach sagt Vektor und dann einfach SY. Dann könnt ihr quasi das, was hier vorne dran stand, könnt ihr einfach umbenennen. Dann ist Y übrigens auch euer Vektor, mit dem ihr dann natürlich irgendwie
Oh, Entschuldigung. Wenn ihr dann irgendwie sagt y.x, dann bekommt ihr natürlich die x-Koordinate von dem Vektor y. Und genau, also das würde auch funktionieren. So könnt ihr einzelne Dinge umbenennen, wenn ihr sie noch braucht. Und ja, vielleicht als letzten Schlusssatz noch, auch mit Enumerations, selbstverständlich funktioniert das Ganze, das kennen wir aber so oder so. Also wenn ihr hier im Endeffekt Match A habt, dann könnt ihr hier einfach sagen, zum Beispiel Case Color.blue oder sowas. Blue. Dann funktioniert das auch wunderbar, wenn ihr ein Enum namens Color habt. Also das ist selbstverständlich auch machbar. Ihr müsst halt hier nur dieses Color.blue schreiben, aber ich glaube, das war euch sowieso klar. Genau, und in dem Fall ist Pattern Matching wirklich eine sehr, sehr mächtige Lösung hier für viele, viele verschiedene Probleme, um zum Beispiel auch einzelne Bereiche rauszufiltern, um zu gucken, ob Sachen richtig sind und ja, um alles möglich zu machen. Also ich werde tatsächlich Pattern Matching wahrscheinlich einige Male benutzen hier, sofern ich Python 3.10 benutzen kann, weil viele Libraries haben natürlich noch nicht umgestellt auf Python 3.10, aber ich glaube, es ist eine sehr, sehr geile Erweiterung geworden für die Bibliothek. Und ja, Standardbibliothek hat sich natürlich auch einiges getan, allerdings werde ich die euch vielleicht in anderen Videos vorstellen, das habe ich ja letztes Mal schon angekündigt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr könnt das Ding benutzen und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!